Es geht los. Bei mir wächst wieder die Palme aus dem Kopf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Natalia, ich bin deine Deutschlehrerin. Neben mir sitzt mein Mann. Ja, hallo. Tobias. Er ist kein Deutschlehrer. Nein. Aber ihr kennt mich. Er ist netterweise gerne mit uns hier dabei. Bin ich das, ja? Bist du? Ja. Ja, siehst du? Also, meine Lieben, demnächst findet Valentinstag statt. Oh. Ja, wir haben schon letztes Jahr, glaube ich, und das Jahr davor eine Folge zu Valentinstag aufgenommen. Dieses Jahr wollte ich was anderes machen, und zwar wurde... Gute Nacht. Mein Mann ist regelmäßig ziemlich müde. Also ich wurde von einem anderen Podcast inspiriert, darüber zu sprechen, wie Männer mit starken Frauen umgehen und eigentlich auch darüber, wie starke Frauen ihre Männer unterdrücken können, ohne das selber zu merken. Das passiert über Jahre und dann denken die Frauen, ich mag diesen Mann nicht, der macht nichts. Aber dabei passiert das häufig, weil die Frau einfach zu viel übernimmt. Ja. Keine Ahnung, lass uns drüber sprechen. Aber das ist die Idee für heute. Okay. Hast du Lust? Na klar, immer. Ist immer wieder eine Überraschung für mich, worüber wir hier sprechen. Tatsächlich bereite ich Tobias nicht darauf vor, damit der Podcast noch ein bisschen authentischer und interessanter ist. Und ich keine Chance habe, das politisch zu glätten, was ich antworte. Ganz genau. Leute, wenn ihr diesen Podcast bei YouTube schaut, dann abonniert gerne meinen Kanal, liked dieses Video und schreibt gerne jetzt in die Kommentare, ob ihr einen Partner habt und ob ihr Valentinstag feiert. Und ob ihr stark seid. Stark sind sie alle. Meine Follower sind alle stark. Ja. Außerdem, wenn du diesen Podcast jetzt auf Spotify oder auf einer anderen Podcast-Plattform hörst, dann bewerte gerne den Podcast, hinterlasse eine Nachricht. Das ist dein Dankeschön für unsere fleißige Arbeit. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Let's go, lass uns starten. Was bedeutet für dich eine starke Frau? Überraschung. Das ist eine gute Frage. Eine starke Frau ist eine Frau, die sich nicht unterdrücken lässt, die selber denkt, die Lust hat, selber etwas zu erreichen, etwas zu machen und die nicht einfach nur alles so hinnimmt, was der Mann vielleicht sagt oder die Frau. Ja, okay. Fair enough. Warum wird dieser Begriff starke Frau oft negativ verstanden? Ich glaube, weil viele Männer gerade in der Vergangenheit Angst davor hatten, wenn starke Frauen kommen. Eine Frau früher gehörte in die Küche oder nach Hause. Wie war dieser Begriff? Frau, Küche, Kinder? Nee, Kirche, Küche, Kinder? Kennst du das nicht? Nein. Das ist aber ein Ich kenne so eine chauvinistischen Sachen nicht. Das ist aber ein deutscher Begriff. Ja? Okay. Also irgendwas von wegen, die Frau geht zur Kirche, kocht und kümmert sich um die Kinder. Wie oft warst du dieses Jahr schon in der Kirche? Dieses Jahr 0 Mal. Ah, ja. Nein, also ich glaube, dass es einfach früher nicht typisch war, dass Frauen irgendwas aufgebaut haben selber oder dass Frauen in Führungspositionen waren. Sie waren ja das schwächere Geschlecht. Ja. Deswegen glaube ich, dass einfach viele sich unter Druck gesetzt gefühlt haben. Männer oder Frauen? Männer. Wenn Frauen kamen und vielleicht schlauer waren oder gute Ideen hatten. Und dann hatten sie Angst, dass sie verdrängt werden. Verdrängt werden? Ja. Das heißt quasi ausgeschlossen, dass die Frauen ihre Positionen übernehmen. Ja. Zum Thema Wortschatz. Ich werde mein Team das ganze Gespräch für euch skripten. Also wenn du noch mehr Deutsch lernen möchtest, wenn du deinen Wortschatz verbessern möchtest, dann lade dir die kostenlose PDF-Datei herunter mit dem gesamten Skript, mit dem gesamten Wortschatz aus diesem Video und noch eine Übung dazu. Den Link zum Skript findest du unter dem Video in der Beschreibung und in den Podcast-Notes. Glaubst du, Männer und Frauen definieren stark unterschiedlich? Ich
Ich glaube, jeder Mensch definiert stark unterschiedlich. Ja, also ich glaube, es gibt eine Option, zum Beispiel stark durch Geld zu definieren, wie viel Geld eine Frau verdient. Nein? Nein, also wer macht denn sowas? Okay, was sind die anderen Optionen? Ob du dich einschüchtern lässt zum Beispiel? Einschüchtern lassen. Ja. Was ist das, einschüchtern lassen? Einschüchtern lassen bedeutet, wenn jemand etwas zu dir sagt, du anderer Meinung bist, diese Meinung vielleicht auch kurz äußerst, aber die andere Person anderer Meinung ist und dich anschreit oder sonst irgendwas macht, um dir zu zeigen, dass deine Meinung falsch ist und du dann sagst, ja okay, dann hattest du wahrscheinlich recht. Dann hat er dich eingeschüchtert. Wenn du aber sagst, nein, mir ist egal, was du machst und das ist meine Meinung, dann hat er dich nicht eingeschüchtert. Ah ja. Mein nächster Themenblock ist Macht in der Beziehung. In unserer Beziehung habe ich Die Hosen an. Ich wollte sagen, habe ich Macht. Aber ja, ich habe auch die Hosen an. Also, die Hosen anhaben bedeutet die Hauptrolle in der Familie zu tragen. Ja. Ja. Also, ich habe die Hosen an und ich habe die Macht und du... Eigentlich bist du alleine in der Beziehung, weil niemand neben dir reinpasst. Du lebst unter meinem Pantoffel. Hast du noch ein Sprichwort? Das ist ein lustiges Sprichwort. Aber ist das Leben unter dem Pantoffel oder stehen? Ja, ich stehe unter deinem Pantoffel. Du stehst unter dem Pantoffel stehen bedeutet... Was ist denn ein Pantoffel? Das blenden wir ein, was ein Pantoffel ist. Und das ist auch ein Sprichwort, genauso wie die Hosen anhaben. Ja. Also mehr Macht in der Beziehung haben. Aber Spaß beiseite. Ach so, das war Spaß? Okay. Wie ist die Macht in unserer Beziehung verteilt? Ich glaube, sie ist sehr gleich verteilt. Also 50-50? Das funktioniert übrigens nicht. Warum funktioniert das nicht? Weil immer, wenn man eine Entscheidung treffen möchte oder muss, oder wir als Familie eine Entscheidung treffen müssen, ist es immer so, dass eine oder andere Person einen Kompromiss eingehen muss. Aber es kommt ja darauf an, wie man da dann Macht definiert. Weil du kannst zum Beispiel sagen, okay, wenn das um Möbel geht, interessiert mich das einfach nicht, was wir kaufen. Wenn du was haben willst, okay. Wenn es darum geht, wohin wir in Urlaub fahren, interessiert es mich vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, Aber nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Wenn ich da eine Meinung habe, dann werde ich die auch vertreten. Ja, Punkt. Also mein Punkt, den ich machen wollte, ist, dass mal hast du irgendeine Meinung, eine stärkere Meinung zu was, mal ich. Meinst du, das Im Mittel gleicht sich das dann aus, genau. Ja, okay. Und ich glaube, es gibt schon auch Beziehungen, wo eine Seite immer nur sagt, ja, okay, machen wir so. Ja, wenn du es willst, vor allem wenn man keinen Stress ab kann und nicht diskutieren kann oder möchte, dann wirkt das im ersten Moment vielleicht angenehmer, weil man streitet sich ja nie. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das auch keine gesunde Beziehung, wenn eine Seite immer sagt, ja, okay, machen wir. Ja und Amen. Ja und Amen. Ich gebe euch ein bisschen Hintergrund, wie das bei uns ist. Wir arbeiten beide Vollzeit. Ich habe mein eigenes Unternehmen. Tobias hat einen Vollzeitjob und nebenbei auch noch ein Unternehmen. Also wir sind schon ziemlich ausgelastet und ziemlich beschäftigt, würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, in dem, was ich mache, bin ich auch erfolgreich und erfüllt. Ich habe auch Mitarbeiter, also kleine Teams oder ein großes Team, das ich führe. Das hat mich in den letzten Jahren schon ziemlich geprägt. Und ich würde sagen, ich habe mich auch schon geändert. Wie gehst du mit dieser Veränderung um? Und würdest du sagen, dass ich dich schon mit meinem Verhalten unterdrücke oder zumindest dazu tendiere, mich falsch zu verhalten? Wie ich damit umgehe? Ich akzeptiere es, wie du bist. Danke. Aber ich fühle mich jetzt nicht unterdrückt in unserer Beziehung. Das ist schön. Ja, ne? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man
sich einander unterstützt wirklich. Also du hast gesagt, du möchtest gerne dieses Unternehmen aufbauen und natürlich habe ich dann alles getan, um dich dabei zu unterstützen. Und ich hätte ja auch sagen können, nee, ich will nicht, dass du das machst, weil du arbeitest mir zu viel. Aber wie siehst du das, wenn Frauen vielleicht mehr Geld verdienen als Männer oder vielleicht ein bisschen länger im Büro sitzen? Ich glaube, dass viele damit schon ein Problem haben, nicht in unserer Welt, weil in unserer Welt arbeiten viele Leute sehr viel. Meinst du in unserem Freundeskreis? Ja. Aber ich glaube, wenn eine Seite zum Beispiel, egal welcher von den Partnern das ist, wenn einer zum Beispiel einen 9-to-5-Job hat, also von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr mittags arbeitet und der andere aber einen 9 bis 22 Uhr Job hat, dann wird das schon schwierig, weil dann eine Seite höchstwahrscheinlich unglücklich wird, weil die Person vielleicht mehr machen möchte, gemeinsam rausgehen möchte und die andere Seite das nicht kann oder will. Und wir haben halt einen guten Weg gefunden, dass wir einfach beide arbeiten. Wir hatten eine Situation letztens abends. Eigentlich haben wir nicht mehr gearbeitet, aber noch ein bisschen über die Arbeit gesprochen. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann machst du das, ja? Und du hast mir dann gesagt, ich bin nicht dein Mitarbeiter, von wegen, dass ich hier die Aufgaben verteile. Ja. Wie hast du gelernt, das in diesen Momenten zu erkennen, dass ich mich in unserer Beziehung wie eine Geschäftsfrau verhalte, anstatt wie deine Ehefrau? Weiß ich nicht, wie ich das gelernt habe. Aber ich habe es gelernt und solche Situationen haben wir halt immer mal wieder, weil du schon eine sehr bestimmende Persönlichkeit hast. Ja. Das heißt, du möchtest einfach sehr, sehr häufig einfach sagen, ja, und dann machen wir jetzt das. Und jetzt essen wir das und du bist zu kalt angezogen, also zieh dir noch eine Jacke an. Oder hier im Skiurlaub, die Situation mit der Torte, die war auch ein bisschen peinlich. Erzähl mal. Wir sind in ein Café gekommen und Natalia hat gesagt, wir nehmen die Schwarzwälder Kirschtorte, ja? Und ich habe dann gesagt, dass ich doch gerne auch selber entscheiden möchte. Natalia weiß, dass ich gerne diese Torte esse, deswegen ist das nicht falsch, aber es kommt ja auch darauf an, wie man Sachen formuliert und nicht nur, was man sagt. Und ich glaube, das ist manchmal ein bisschen mein Problem, weil ich in diesem Tunnel, also kein Problem, aber ich bin ganz häufig in diesem Tunnel, Entscheidungen treffen, zack, 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 weiter geht's. Und ich vergesse, dass ich dich dann auch manchmal nach deinem... Willst du damit sagen, dass ich keine Entscheidung treffe, oder? Nee. Natürlich triffst du auch Entscheidungen, aber so wie mit dieser Torte, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dich zu fragen. Ich glaube, du bist einfach eine sehr direkte Person. Ja, ich dachte, ich weiß, dass du diese Torte magst, also nehmen wir sie. Aber das hat halt nicht unbedingt was mit dem Job, glaube ich, zu tun, sondern generell, auch bevor du diesen Job hattest, warst du immer eine sehr direkte Person. Und deswegen... Ich glaube... Also meiner Meinung nach könnte nicht jeder Mann mit mir zusammen sein. Ja. Einfach weil ich dominant bin. Viele Männer, nach dem, was ich so gehört habe, mögen das einfach, wenn die Frau möchte, dass man ihr sagt, wohin sie gehen soll. Unabhängig davon, ob das stimmt oder ob die Frau vielleicht dann auch einfach den Mann dahin leitet, dass der Mann ihr sagt, dass es dahin geht, wo die Frau hingehen will. Aber nicht viele, glaube ich, kommen damit klar, wenn ihnen gesagt wird, ja, geh jetzt dahin. Also wenn die Frau dem Mann das sagt. Und ich glaube, viele Männer haben damit einfach ein Problem. Und deswegen stimme ich dir dazu. Aber ich meine, die Welt, nicht jeder auf der Welt muss sich verstehen. Ja, das stimmt. So, ich habe noch eine interessante Frage. Was bedeutet es für dich... Nur noch eine? Vielleicht zwei. Was bedeutet es für dich oder generell heutzutage Mann zu sein in einer gleichberechtigten Beziehung? Oder generell? Also wie definiert man einen Ehepartner oder einfach einen Partner, der sagt, ich bin ein Mann in der Familie? Ich glaube, dass es grundsätzlich nicht sein muss, dass man sagt, ich bin der Mann in der Familie und wir machen das jetzt so.
Das Weil ist so diese stereotypische du hast- Rollenverteilung. Ja, und du hast gerade selber gesagt, dass es um gleichberechtigte Beziehungen geht. Fair enough. Und das heißt, da muss jeder gucken, was er mitbringt in die Beziehung. Und Ich würde sagen, man soll so die Stärken voneinander beleuchten. deswegen, was man mitbringt in die Beziehung. Und zum Beispiel kannst du nicht mit Werkzeugen umgehen. Was würdest du sagen, was bringe ich in die Beziehung ein? Liebe. Oh, Ganz viel Liebe. das war's. Sonst kann ich gar nichts. Ich kann arbeiten und Liebe geben. Nein, du hast viel Humor. Du bist aber trotzdem auch liebevoll. Du bist eine hart arbeitende Person, damit Also ihr als Familie Liebe und weiterkommt. Arbeit. Und Humor. Ja. Okay. Was bringe ich mit? Naja, du kannst Sachen anbauen. Ja, du kannst sehr gut kochen. Wow, finally. Halt, Küche. Frau in der Küche, Mann in der Garage. Also ich sag mal so, bei uns wäre das so. Wir sind sehr stereotypisch. Nein, aber Natalia kann nicht so gut Sachen an die Wand hängen. Ja, bei Und- mir wäre alles schräg. Genau. Und ich kann das ganz gut. Oder generell Sachen heil machen, reparieren. Also ich finde, was bei dir schön ist, wenn ich etwas brauche, bist du immer für mich da. Ja. So wie letztens eine Freundin von mir hat mir ihren Schreibtisch ausgeliehen und dann wollte sie den Tisch zurückhaben. Also hatte ich keinen Schreibtisch. Und ich habe den Tisch gefunden, den ich haben wollte, aber er musste abgeholt werden. Und ich bin stark, Leute. Ich trainiere viel. Und ich kann den Tisch auch selber abholen. Aber es war sehr aber es war trotzdem nett, dass ich ihn abgeholt habe. Genau, es war sehr nett von dir, dass du ihn abgeholt hast. Ich glaube, generell sollte man sich viel in Beziehungen unterstützen. Also wenn eine Seite immer nur was macht und die andere Seite nicht, dann bringt das auch alles nichts. Dann lebt man irgendwann nur noch neben sich her oder die eine Seite fühlt sich ungerecht behandelt. Über welche Themen streiten wir uns? Was würdest du sagen? Liegt es daran, dass wir beide so starke Persönlichkeiten sind? Oder liegt das vielleicht an anderen Dingen? Ich glaube schon, dass viel mit der Persönlichkeit zu tun hat, weil wir uns selten was sagen lassen wollen. Und das heißt, wenn eine Person der anderen Person sagt, ich will aber, dass du das und das machst, aber man selber will nicht gesagt bekommen, was man macht, sondern möchte selber entscheiden können, da entstehen bei uns schon viele Streits, dass dann die andere Seite sagt, nö, habe ich aber keinen Bock drauf. Selbst wenn wir das wollen, wollen wir es einfach nicht gesagt bekommen. Ja. Sondern wir wollen halt die Entscheidung selber treffen. Zum Glück haben wir schon gelernt, die Diskussionen zu lösen. Ja. Also, Ja, oder vielleicht auch einfach entspannter miteinander zu sprechen, dass wir halt nicht sagen, hä, mach das doch jetzt mal. Ja. Sondern wollten wir nicht das machen, wollten wir nicht das Bild anhängen, wollten wir nicht hier das Loch bohren, wollten wir nicht gemeinsam kochen. gemeinsam kochen ist cool. Machen wir viel zu selten. Ja, Zu busy. 2 starke Persönlichkeiten. so ist es. Was würdest du sagen, was hilft uns konkret, eine Balance zu finden zwischen der intensiven Arbeit und vielleicht doch noch unserer liebevollen Beziehung? Wir nehmen uns abends 1 bis 2 Stunden, wo wir zusammen Abendessen, wo wir... Da kochen wir zusammen. Ja, und wo wir uns einfach nochmal auf die Couch setzen und irgendwas zusammen schauen. Und ich würde auch sagen, wir haben einen großen Vorteil, dass wir beide zu Hause arbeiten. Das heißt, wir sehen uns Allerdings sehr viel. könnte das auch ein großer Nachteil für manche Paare sein. Ganz oft fragen mich die Leute, und ihr geht einander nicht auf den Sack? Auf den Keks. Auf den Keks? Auf den Sack kann man ja auch sagen. Ja, kann man. Das andere klingt halt netter. Und ich so, nein, wir genießen das. Also wir machen beide 100% Homeoffice. Und natürlich, ja, klingt das vielleicht für manche anstrengend. Und ich meine, wir haben es auch genossen, als das zu Covid zum Beispiel so war, dass wir beide nur zusammen zu Hause waren. Und da gibt es auch ganz viele Leute, die uns dann gefragt haben, ja, aber habt ihr euch nicht irgendwann genervt? Und haben wir nicht. Ja, also ich Aber muss wir machen sagen, solche Sachen hier auch zusammen. Also deswegen, das ist einfach, ich würde sagen, eine ungewöhnliche Beziehung. Und ich würde auch sagen, beim Arbeiten so über den Tag, wir haben einen klaren Plan. Also ich gehe dann morgens ins Büro, also in ein anderes Zimmer. Dann wird die Tür zugemacht und entweder man muss klopfen oder nicht eintreten. Und also wir versuchen, Ich habe leider keine Tür. Bei mir kann man immer eintreten. genau, aber wir versuchen schon, das ein bisschen zu trennen, damit man fokussiert arbeiten kann.
Und allerdings, wir treffen uns immer zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Vorausgesetzt, wir sind nicht auswärts bei Kundenterminen oder sonst was. Sonst sind wir auch manchmal verabredet, das stimmt. Wie definierst du eine starke Frau? Oh, Ja. Tobias hat eine Frage gestellt. Ja. Das ist was Neues. Was soll das denn heißen? Du stellst nie Fragen. Tja, das stimmt nicht. Geh mal in die vorherigen Podcasts. Finde sie hier und hier. Wie definiere ich eine starke Frau? Eine starke Frau für mich ist eine, die ihre eigene Meinung hat und ihre eigene Meinung vertreten kann. Das, was du ein bisschen gesagt hast, ohne sich einschüchtern oder unterdrücken zu lassen. Zweiter Punkt, eine starke Frau ist die, die ihre eigenen Werte hat. Und das ist etwas, was ich über viele Jahre entwickelt habe. Wozu stehe ich? Was sind meine Werte? Das hängt ein bisschen zusammen mit Meinungen. Aber ich glaube, Meinung kann sich ändern. Werte ist so ein bisschen mehr wie eine Grundlage. Ja. Und da ist es schon wichtig, dass man zu seinen Werten steht und ganz genau weiß, was für dich wichtig ist und wo du hin möchtest und dich nicht von anderen Personen irgendwie in andere Richtung leiten lässt. Außer du lässt dich überzeugen. Genau. In meiner Welt ist eine starke Frau auch die, die arbeitet, weil ich gerne arbeite und gerne unabhängig bin. Also für mich ist es auch ein Teil von starker Frau, die arbeitet und sich in ihrer Arbeit glücklich fühlt. Für mich hat eine starke Frau einen Job, den sie liebt, ansonsten macht sie diesen Job nicht. Also muss eine starke Frau arbeiten, um stark zu sein? Nee, das war der dritte Punkt. Die ersten 2 Punkte waren anders. Ich definiere mich bisher schon sehr über meine Arbeit, über meine Berufung. Das ist nicht nur Arbeit. Das ist etwas, was mich erfüllt, was mich jeden Tag glücklich macht. Ja. Und ich glaube, das braucht auch eine starke Frau. Vielleicht ist es gar nicht bezahlt, aber es ist etwas, was sie jeden Tag erfüllt. Und ich glaube, später, das kann ich im Moment noch nicht beurteilen, aber vielleicht kommt später noch das Thema Kinder dazu. Wir haben noch keine Kinder, also ich kann nicht sagen, ob das zum Begriff starke Frau dazugehört, aber ich vermute schon. Und ich würde auch sagen, eine starke Frau, das ist vielleicht das Letzte, kann in eine Beziehung sprechen. Weil ich kann diese Frauen nicht verstehen, die 3 Tage lang mit ihrem Mann nicht sprechen und sich, weißt du, sich so verhalten. Das ist die Mucksch sind. Mucksch. Das ist übrigens Dialekt, das ist kein Hochdeutsch. Aber das geht in beide Richtungen, oder? Ja, bei also Männern das hat ja nichts damit zu tun, ob das nur Frauen sind. Also bei Männern ist das Gleiche. Definitiv. Ich habe das Gefühl, Frauen sind häufiger so, die wollen, keine Ahnung, ihren Stolz zeigen, aber das ist es gar nicht. Das ist einfach die Unfähigkeit, deine Meinung zu erklären. Deine Gefühle zu erklären. Deine Gefühle zu erklären, was auch immer. Also das ist für mich ein absolutes No-Go, wenn eine Frau oder eine Person in der Beziehung, lass es auch sein, einfach den anderen mental terrorisiert. Naja, stell dir vor, ich würde 3 Tage mit dir nicht sprechen. Dann wäre es ganz schön ruhig hier. Wow, zum Thema Humor. Ich glaube, du hast mehr Humor als ich. Ja, also das ist schon wichtig, dass eine Frau auch, also aus meiner Perspektive in einer Beziehung wirklich bereit ist zu sprechen und natürlich von der anderen Seite das Gleiche. Aber das ist dann, wie definiert man einen starken Mann? Ja, genau alles das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Gleichberechtigung. Ja, genau. Außer mit den Kindern wird der Unterschied schon ein bisschen da sein. Zumindest das Kinderkriegen kann nur eine Seite machen. Ja, das stimmt. Würdest du sagen, eine starke Frau ist eine Herausforderung? Genauso wie ein starker Mann. Also auf der einen Seite ja, weil natürlich ist es mit Arbeit verbunden. Wenn beide Seiten stark sind, wenn man einen starken Mann hat und eine starke Frau hat, dann muss man daran arbeiten, dass man sich annähert. Aber ich glaube ehrlicherweise, dass es auch sehr schwer sein kann, wenn man eine nicht starke Persönlichkeit als Partner oder Partnerin hat. Weil du in dem Moment, wenn jemand immer nur sagt, ja, machen wir so, ja, und man diskutiert das nicht oder man spricht nicht wirklich darüber, das wird schon, glaube ich, also das schlaucht schon. Dass Ja, man ich dann glaube, einfach sagt, boah,
Hat die Person gar keine eigene Meinung? Ja, langfristig führt das wahrscheinlich zu Langeweile und dann zur Scheidung. Ja, oder zum einfach nebeneinander herleben, ohne wirklich eine Beziehung zu führen. Ein kurzer Einschub von meiner Ex-Beziehung. Noch nach der Schule oder in der 11. Klasse hatte ich einen Freund und es war eine feste Beziehung. Wir waren 2 Jahre oder 2,5 Jahre zusammen. Und tatsächlich war das genau so. Der Freund war liebevoll, der war super nett und also war eine sehr nette Person. Aber er konnte keine Entscheidung treffen. Und das hat mich nach 2 Jahren so genervt. Also wir sind zusammen in Urlaub gefahren, ich habe alles organisiert, er hat nur gesagt, ja, wie du magst. Wollen wir dahin oder dahin? Wie du magst. Ich konnte damit nicht umgehen irgendwann. Ich habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass das meine Persönlichkeit ist, dass ich einfach einen anderen Mann brauche, der ein bisschen Gegenfeuer geben kann. Aber stell dir mal vor, beide sind so in einer Beziehung. Wollen wir nach Griechenland oder nach Italien? Wie du magst. Ja, wie du magst. Wir fahren gar nicht weg. Genau. Du fährst nach Griechenland, ich fahre nach Italien. Ja, also ich glaube, wie gesagt, das ist schon wichtig, dass man seine eigene Meinung hat und die auch vertritt. Ja. Dann macht das Leben interessanter. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ich sehr glücklich in meiner starken Beziehung bin, in unserer starken Beziehung. In deiner starken Beziehung. So selfish. Ja. Ich sehe schon die Kommentare, diese Frau ist so eine Egoistin. Nein, bist du nicht. Ein bisschen, aber das ist auch okay. Du bist ja auch einer. Ja. Okay, Leute, ich glaube, das war's für unsere Valentinstagsfolge. Wollen wir nicht noch über die Liebe sprechen? Oh, wir sprechen schon seit 34 Minuten. Ach so, über die Liebe? Wir sprechen... Seid nett zueinander. Also wir können auch gerne noch über die Liebe sprechen. Möchtest du noch was sagen? Ja, nee, ich weiß auch nicht was. Also, ist wichtig, dass ihr stark seid in einer Beziehung, am besten beide. Lasst euch nicht unterbuttern. Unterbuttern bedeutet, wenn einer versucht, euch immer seinen Willen oder ihren Willen aufzuzwängen. Und so, glaube ich, kann die Liebe auch stärker wachsen in einer Beziehung. Das stimmt. Und darüber haben wir auch letztens gesprochen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man nie aufhört, an der Beziehung zu arbeiten. Ja. Das ist vielleicht auch eine Message, die wir euch mitgeben wollen, weil wir sind seit 12 Jahren zusammen und es hört nie auf. Also man denkt, weißt du noch, Dominik hat letztens gesagt, ja, man denkt, irgendwann hat man sich so eingelebt und man versteht einander. Na was? Ja. Nee, und dann braucht man nicht mehr weiterzuarbeiten. Jetzt hat man ja die Beziehung aufgebaut. Aber so ist es im Prinzip. Es hört nie auf, wenn man will, dass es sich weiterentwickelt. Ja, also wirklich, weil man selber wächst und sich entwickelt und die andere Person genauso. Man hat andere Herausforderungen. Vielleicht hat man andere Situationen, in denen man vorher nicht war und nicht weiß, wie der Partner darauf reagiert. Also es gibt ja immer wieder was Neues in Immer was zum Arbeiten. Ja, ganz und das ist auch gut so. Ansonsten kommen wir wieder zu dem Ding zurück. Sonst wäre es ja langweilig. Genau. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet heute wieder ganz viel Spaß. Denkt daran, die PDF-Datei mit allen Redemitteln, mit dem Wortschatz herunterzuladen. Es gibt auch eine Übung zu unserem Gespräch. Den Link dazu gibt es bei YouTube in der Infobox. Tobias schaut mich gerade so liebevoll an. Aufmerksam an. Ich will wissen, wo ich die PDF-Datei finde. Möchtest du die PDF-Datei herunterladen? Auf allen Podcast-Plattformen könnt ihr die PDF-Datei in den Notes herunterladen. Gut, vielen Dank, dass ihr da wart. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Valentinstag feiert und ob ihr einen Partner habt. Ist der Partner stark oder schwach? Wow. Spaß beiseite. Viel Spaß. Nicht like dieses Video? Natürlich, like dieses Video. Und abonniert den Kanal. Und abonniert unseren Kanal. Bitte bewertet den Podcast, falls ihr auf allen anderen Podcast-Plattformen uns hört. Bis dann. Tschüss. Ciao.